Hallo und herzlich willkommen zu Bob vertont Stardew Valley nach für die nächsten 3 Folgen, denn er hat einen neuen Computer und ist zu dämlich, um OBS richtig einzustellen. Viel Spaß! Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Mit Nachvertonungsbob. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Nachvertonungsbob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in allen anderen Videos in diesem Jahr hier auf diesem Kanal wiedersehen werden. Denn frohes Neues, Bob! Ja, frohes Neues dir auch, ich denke mal. Frohes Neues, Bob! Ja, okay. Frohes Neues. Wow, Penny springt hier voll rum. Penny hat gerade geleckt. Penny hat geleckt. Was hat sie? Das war gerade weird. Na gut. Ja, es ist 2022. Also jetzt hier. Das ist die erste Aufnahme in diesem Jahr. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir eigentlich noch für letztes Jahr aufgenommen? Ich weiß gar nicht. Boah, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt hier gerade ist. 146, das kann ich dir schon mal sagen. Ja. Ah, Ja, dachte ich mir, dass sich das überrascht. genau. Dann ist das ja sogar noch Januar. Ist ja schön. Ja, das ist noch Januar. Ja, ist das ja noch gar nicht so... Sind wir noch gar nicht so outdated? Ja, ich glaube nicht. Also, keine Ahnung. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Ja, ich doch auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen über so viel reden. Es hat sich natürlich über die Pause hat sich so viel angestaut. Ja. Okay. Und wir müssen unserem Brust erstmal freien Lauf lassen. Es gibt einiges zu bereden. Ja, dann los. Oh, bin ich sauer. Ja, dann erzähl. Leg los. Ich bin bereit. Nö, du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Oh. Das stimmt, ich habe 4 Themen auf dem Zettel. 4. Ganze 4 Themen. Ich möchte mit einem, Ja. wir können ja mit dem Ja. mit dem Jahreswechsel schon mal anfangen. Denn mein Thema, es steht hier Silvester und in Klammern Angriff auf Polizei und Feuerwehr. Oh. Und wer jetzt nicht schon total ausrastet, mit dem stimmt was nicht. Es war überall, also auch in Berlin ist das passiert, dass Polizei und Feuerwehr attackiert wurden. Feuerwehr, die nur kommen muss, weil irgendwelche Volltrottel Sachen in die Luft sprengen und anfangen, Feuer damit zu entfachen. Und da muss die Feuerwehr kommen, die Feuer löschen und wird zum Dank, dass sie die Leben und Gebäude und Sachen der Leute rettet, wird sie zum Dank auch noch angegriffen. Oh Mann. Und ich finde, das ist das Niederste und das Ekelhafteste und wie kann man so sein? Hey, ich versteh's auch nicht. Also, ohne Witz, ey. Ich versteh's nicht. Ich hasse die. Ja, Mann. Ich auch. Geht gar nicht. Ja. Ja, ich weiß. Also da gibt's ja auch das kann man ja auch in keinster Weise irgendwie begründen. Ich meine, dass Polizei andauernd angegriffen wird, da gewöhnt man sich ja schon fast leider dran. Irgendwie leckt mein Spiel total. Bei mir lief das, glaube ich, flüssig. Ja. Ich habe Penny auch schon rumporten sehen. Vielleicht muss ich echt meinen Router mal neu starten. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ja, dann mach das doch. Na, jetzt wird's besser. Jetzt wird's besser. Egal. Okay. Ja, nee, so eine Schweinerei. Das hat mich so aufgeregt, weil ich das einfach noch nie verstanden habe. Ich kenne das ja, wenn Sanitäter zum Beispiel an einen Unfallort kommen, ohne Geheimnotiz, und die Aber dein Personen Inventar ist da voll. irgendwie noch unter Schock Doch nicht. stehen Ja. und da nicht logisch handeln, Hm. kann ich das ja irgendwo nachvollziehen. Ne? Dann ist das für mich, ist zwar immer noch scheiße, aber das ist ein Berufsrisiko, das man kennt, beziehungsweise weiß man auch, woher das kommt. So, in gewisser Weise. Ja. Aber alles andere ist einfach, Ja, dumme Menschen sind dumm. ist nicht erklärbar und es ist auch nicht, das kann man auch nicht, wie sagt man, entschuldigen in irgendeiner Art und Weise. Ja, ist halt mega dumm und widerlich und bescheuert und. Weiß nicht, hast du das schon mal Nee, ich habe das. mitgekriegt, hast du sowas noch nicht, oder? Auch so live gesehen? Also live dabei gesehen habe ich es noch nicht, wenn dann halt nur so in Videos. Aber da, naja, Ich dachte vielleicht auf den Demonstrationen damals in den 80ern, wo wir auf allen Demos waren. zu deiner wilden Zeit Oh ja, die richtig wilde Zeit, ey. gegen das System.
Gegen das Establishment. Jemand wartet auf dich auf Ebene 100 in der Schädelhöhle. Yay. Gruselig. Ah. So ein Ding, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Ja. Nee, ich habe sowas tatsächlich noch nicht mitbekommen. Was? Was? Ich habe... Genau. Ja, genau. Ich habe sowas noch nicht mitbekommen. Also jedenfalls nicht live. Siehst du, diese dämlichen Eier, aber wir haben ja noch Zeit, ne? Noch 11 Tage. Ja, für Gasomelette mal locker Zeit. Das schaffen wir. Ja, das wird kein Problem. Fischen, ich muss noch Gotteslachs irgendwann mal sammeln und Demetrius einen Kugelfisch immer noch bringen. Immer noch der Kugelfisch. Och, ja, das sind alles so Sachen. Uff. Ja, gut. Kann man machen. Kann man machen, muss man nicht. Okay. Ja, ich muss machen. Ich weiß gar nicht, was ich dann jetzt darauf noch gesagt habe, aber Butch sagt ja, denke ich mal. Ja, okay. Vielleicht lacht er auch einfach nur. Keine Ahnung. Anscheinend bin ich gerade in der Pilzhöhle. Genau, und du warst auch viel in der Schädelmine. Ah, ja. Das ist so gemacht. Und ich habe jetzt auch so viel Zeug dabei. Wo ist denn... Das ist doch hier unser Lager. Warum? Das ist unser Lager, ja. Achso. So. Ich habe hier noch Trüffel. Ja. Kann ich immer noch Trüffelöl machen. Ja. So, das ist okay. Ich kann noch Sachen verkaufen. Ja, dann verkauf doch mal Sachen. Money können wir immer gebrauchen. Aber... Ja. Was denn für Tipps? Was? Tipps? Was denn für Tipps? Ich habe keine Ahnung, worüber ich geredet habe, ne? Ich habe den alten Themenzettel hier, aber... Alter, ich kann nichts anklicken. Warum kannst du nichts? Ach so, weil es laggt. Ja, es leckt zu sehr. Ja, laggt. Ach, ist das... Warum ist meine Internetverbindung so mies? Also bei mir konnte es an dem Tag nicht dran liegen. Also bei mir lief auch alles flüssig und ich habe auch... Also Discord... Weiß ich nicht, ich kann ja nicht mal aufs Pferd springen gerade. Also Discord hat bei uns auch funktioniert. Okay, der Server hat die Verbindung beendet. Oh, und Butch ist raus. Ja. Da steht, der Server hat die Verbindung beendet. Ja, dann join halt wieder rein. Würde ich jetzt mal sagen. Ist mein heißer Tipp dafür. Das lassen wir alles drin. Natürlich lassen wir das alles drin. Schön kackt das Internet ab und die Aufnahme geht Ich schief. stehe nochmal auf Beitreten. Oh, muss Hier, ich das live jetzt, und direkt. Muss ich das jetzt rausblurren? Wegen deines Steam-Profils? Oh, Mann, Butch. Kein Bock. Du, da gibt's auch nichts zu verstehen. Muss ich ja gar nicht rausblurren. Ich kann ja einfach auf meine Kamera schneiden. Ich hänge sowieso gerade da im Menü rum, sehe ich. Naja, egal. Das ist richtig. Ja, das ist absolut richtig, was auch immer. Ich will das auch gar nicht verstehen. Das tatsächlich. Ach so, wahrscheinlich habe ich drüber geredet, dass ich nicht verstehen kann, wie Leute so sein können. Also es ist ja der Punkt, zu dem wir immer wieder zurückkehren. Wir können nicht nachvollziehen, warum dämliche Leute dämliche Sachen machen. Ja. Ja, genau. Danke, Butch, dass du mir da beipflichtest. Ja. Ja. Die haben das Gewaltmonopol. Die müssen das machen. Ach so, ja. Genau, wir haben über die Polizei geredet und wenn sie einen festnehmen. Und da hatte ich dann die Story erzählt. Verzeihung, ich bin noch ein bisschen krank. Von einem Typen, der auf einer nicht angemeldeten Demo war. Und der wurde dann festgehalten, sollte, glaube ich, festgenommen werden. Selbstverständlich. Mann, was ist hier los? Und er hat sich natürlich gewehrt. So, und gab natürlich für die Polizisten und Polizistinnen, für die Polizistis, jeden Grund, ihn festzuhalten, beziehungsweise, also er hat sich halt massiv gewehrt. Und er hat halt nicht verstanden, warum er jetzt gerade festgehalten wird, warum er eventuell verhaftet wird. Ja. Und ich dachte mir so, wie dämlich kann man sein? Also, der hat dann so irgendwie gesagt, ja, er gehört gar nicht zur Demo oder bla bla. Er ist nur zufällig da, was auch immer, keine Ahnung. Und ist halt mega bescheuert. Dann lass doch die Polizistinnen kurz machen. Dann stellen die fest, okay, der Typ ist harmlos. Und dann lassen sie dich halt gehen. Und selbst wenn sie dich... Verzeihung, zu Unrecht einsperren erstmal. Also du bist ja nicht sofort für 3 Jahre im Knast. Du kommst ja, weiß ich, in Untersuchungshaft oder was auch immer. Oder erstmal einfach in Gewahrsam. Dann stellt sich ja vielleicht heraus, dass du einfach gar nicht zu der Demo gehörst oder gehört hast. Und dann kommst du halt auch einfach wieder frei. So, also wehr dich doch halt dann nicht, wenn du sowieso nichts damit zu tun hast. Also, die denken dann immer sonst was. Nee, wenn die Polizei sagt, sie kommen jetzt mit, dann musst du mitgehen. Ja,
genau so. Weil sonst muss die Polizei Gewalt anwenden. Weil wenn die sagen, mitkommen, dann hast du mitzukommen. Und dann kannst du danach, wie du schon gesagt hast, danach kann man sich beschweren, noch und nöcher. Und ja, das bringt auch was. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch in Deutschland. Weil das ist auch du hast die Pflicht mitzugehen und du hast das Recht, dich zu beschweren. Ja. Aber nicht während der polizeilichen Maßnahme. Und wenn ihr einem Polizisten ein Handy aus der Hand schlägt, ist das erstens in dem Moment auch sein Recht, Naja, wenn er das macht. Und da würde ich jetzt nicht so mitgehen. Also nicht ohne sehr Ja. triftigen Grund. Und wir haben ja noch lange, also wir sind ja noch, ja auch ganz weit davon entfernt, in irgendeiner Weise Ja. diese Art von Polizeigewalt zu haben, die die Leute hier meinen, dass wir die haben. Ach so, ja. Es gibt Länder, wenn du zum Beispiel in Russland bist, da wird gar nicht erst geredet. Ja, Mann. Also ja. Du, da wirst du zusammengeknüppelt und dann willst du dich beschweren. Ja, Pech gehabt. Wird sich nicht beschwert. Ja. Also die Leute wissen halt auch einfach gar nicht zu schätzen, was das. Also erstmal wissen die nicht, wofür die Polizei überhaupt da ist. Ja. Und zweitens scheinen die auch nicht einsehen zu wollen, dass das hier immer noch. Also natürlich kann man nicht sagen, nur weil es in anderen Ländern noch schlechter ist, dass das hier gut ist. Und man darf auch immer kritisieren. Ja. Aber eine polizeiliche Maßnahme ist erstmal eine polizeiliche Maßnahme. Ja. Ja, stimme ich dir absolut zu. Und die Polizei hat das Gewaltmonopol. Die Polizei darf Gewalt anwenden. Ja, muss sie teilweise sogar. Weil anders geht's ja manchmal dann auch einfach nicht. Ach ja, keine Ahnung. Dumm ist der Dummes tut. Das hat schon der großartige Forrest Gump gesagt und er hat einfach bis heute hin recht. Ja. Er war einfach seiner Zeit voraus. Nee, Und selbst wenn das passiert, dann kannst du dich beschweren und dann wirst du auch, wenn du es nachweisen kannst, Ja. oder wenn dir nachgewiesen werden kann, dass du absichtlich dort warst, um der Dings beizuwohnen, ne? Um der Demonstration beizuwohnen, wenn dir das nachgewiesen werden kann, dann hast du halt Pech. Wenn du beweisen kannst, dass du nicht deswegen da warst, sondern einfach bloß Anwohner bist oder sonst was, dann wirst du da auch entschädigt. So, das ist alles kein Problem. Ja. Ach, dumme Menschen. Ja. Dumme Menschen. Ja. Oh, Verzeihung. Oh. Ja, keine Ja. Ahnung. Gibt's halt einfach nicht mehr zu sagen. Das ist einfach. Ja. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Und werde ich wahrscheinlich auch Und wie nie. gesagt, bei der Polizei, aber dieser Kampf gegen die Polizei, das kann ich ja dann alles immer noch nachvollziehen, ne? Echt? Aber die Feuerwehr? Ach so, ja, ne, das ist halt doppelt Dass man dämlich. Feuerwehrleute angreift? Das ist halt unter aller Sau. Das will in meinen Kopf nicht rein. Ja, also, ich verstehe das nicht. Ich kann das echt nicht nachvollziehen. Bei mir schon, hier im Haus. Was? Jetzt schon mal gebrannt. Ach so. Das war nicht meine Wohnung, nee, im ersten Stock. Oh, Im ersten Stock hat es mal gebrannt. ja, Das war nicht gut. lustig. Okay. Ja, aber dann stellt sich mal einer vor, da sind so ein paar Idioten, die sich gegen die Feuerwehr stellen und die daran hindern, das zu löschen. Also, Ja, was soll denn das? Also, was geht denn in den Köpfen vor? das kenne ich. Das hatte ich doch vorletztes Jahr hatte ich das doch auch. Was? Was hattest du? Nein, das war vorletztes Jahr. Das war noch 2020. Und es ist immer noch nicht repariert worden. Ach, der Feuermelder oder Es Rauchmelder. ist immer noch nicht. Ich habe ja dann auch relativ schnell Bescheid gesagt. Und es kam immer noch niemand, der sich irgendwie darum kümmert. Weil klar muss einfach nur die Batterie ausgetauscht werden. Ja. Aber das darf ich nicht machen. Ja, das muss fachmännisch gemacht werden. Lustige Anekdote an der Stelle, das ist nämlich bei uns gerade auch der Fall. Ich glaube, man hat den Feuermelder nämlich im Hintergrund der Aufnahme eigentlich gehört. Ja. Nee, ich habe die auch einfach abgenommen und auseinandergebaut, weil die sonst weitergepiept hätte. Ja, wir stellen den jetzt jeden Tag immer wieder aus. Wir haben aber immer noch nichts bekommen. Ist jetzt auch fast 2 Wochen her. Wahrscheinlich. Ich glaube, die habe ich auch, aber ich habe keine Ahnung. Was hast du? Ich habe sie auseinandergebaut. Okay. Ja, kann man machen, sollte man vielleicht nicht. Na, wieso? Ich habe in jedem Zimmer einen Rauchmelder. Also das geht schon. Ja gut, okay. So. Naja, ich verkaufe jetzt hier noch Fischis. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub.
Doch, habe ich. 36. 36 war es. Achso, Brombeeren. Ja, ich war jetzt nicht überall, also Ja, ich hatte irgendwie viel, viel mehr, aber ja. ist schön für dich. Ja, danke. Das hast du gut gemacht, Bob. Ja. Nimm den Teleportstein. Flut. Morgen bringe ich ein paar Geoden weg. Ich habe nämlich einige. Ja, geil. So, müsste Penny nicht langsam mal hier ein Kind bekommen? Dürfte doch auch langsam mal passieren. Ja, machen Ultraschall oder so. Keine Ahnung. So, jetzt erstmal Abo-Button. Nein, Doch. erster Tag. Was erster Tag? Nicht, Was? oh ja, läuft. Achso, die Folge ist noch nicht zu Ende. 7000 Money kann man machen. 7000 Money an einem Tag ist schon. Ja, da sind wir aber auch echt gut aufgestellt mittlerweile. Das wäre schon nice. Also. Vor allem auch so wie hier, steuerfrei. So. Hm. Meine Stahlhacke ist bereit. Ja, geil. Dann hol dir deine Stahlhacke ab. Mein nächstes Thema Ja. ist ein Ja. wichtiges Thema. Okay. Und auch ein Thema, Ja. ich wusste das ja eigentlich schon. Hm. Ich habe es nur selber noch nicht in dem Ausmaße am eigenen Leib erfahren müssen. Polizeigewalt. Und zwar ist das Thema Luftverschmutzung. Oh, ja. Ich war ja, Ich erinnere mich. bitte? Ich erinnere mich, habe ich gesagt. Luftverschmutzung. Ja, ich komme jetzt erstmal. Lass mich doch erstmal anfangen, das Thema. Ja, dann los. Los. Und zwar war ich ja über Weihnachten, waren wir in Nordmazedonien. Mhm. Und irgendwann ist aufgefallen, dass wenn wir draußen waren und wieder reingekommen sind, dass wir Ja. maximal gestunken haben, als hätten wir stundenlang neben dem Lagerfeuer gestanden. Weil ihr nicht duschen wart. Und dann habe ich meine Freundin mal drauf angesprochen. Dann habe ich meine, Hey, du stinkst. Geh duschen. wow, Was, wow. er hat dran gedacht. Wer hat was dran gedacht? Jedenfalls Ja. habe ich sie dann drauf angesprochen, gemeint, hey, wir Hier stinkt. stinken total. Was ist da los? Woher kommt das? Und sie so, ja? Ja, vielleicht sollten wir ab und zu mal duschen gehen oder generell so Körperpflege. Ist okay. Kommt hier in die Infokarte. Was kommt denn die? Ach so, ja, wir stinken, Und wir dann stinken. heißt sie gefragt, ja, was ist denn das? Warum stinken wir so? Und sie so meinte, naja, Ihr seid nicht hässlich, ihr stinkt die nur. Hauptstadt Nordmazedoniens ist mittlerweile die viertverschmutzteste Stadt der Welt. Ach du Kacke. Tatsächlich, was Luftverschmutzung angeht. Boah, Und das ist seit Jahren ein Problem. krass. Gerade im Winter wird es halt immer extrem. Im Sommer kann man da fast gar nicht atmen. Mhm. Hat sie auch gemeint. Und das ist seit immer wieder ein Problem. Und dann wird das ein paar Tage lang drüber gesprochen. Da wird einfach gesagt, so, jetzt ist alles wieder sauber. Mhm. Und was natürlich Quatsch ist. Aber das Ja, Problem ja, ist eben, ja. und man sieht das ja auch da an den Straßen, da sind, oh guck mal, ich habe einen Kugelfisch, das ist cool. Da sind die ganzen Autos, die wir halt, Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Bitte fahre fort. ja, das kann ich machen. Ja, mach das doch mal. Ne? Ja. Okay, ja, ich gehe auch mal. Und zwar sind die ganzen Autos, die wir hier so abwracken über die Jahre, Mhm. kommen halt dahin, Ja, typisch. ne? Das heißt, die ganzen Autos, die wir hier loswerden, um saubere Luft, damit wir saubere Luft haben, gehen halt einfach in andere Länder und dann haben die dort die dreckige Luft. Ja. Und die bleibt halt nicht da. Und das ist noch so ein Ding, was nicht in meinen Kopf rein will. Ja. Ich habe hier ein Zepter der Rückkehr, unheimliche Blablabla. Nee, verkauft er mir nicht. Oh, schade. Irgendwas hat er mir verkauft. Und das macht mich ein bisschen sauer, Bob, Ja, verständlich. weil ich mir ein bisschen verarscht vorkomme. Ja, ist es auch. Ich meine, klar, ich fahre nicht Auto so und bla, aber Ja, trotzdem. ist das nicht total der Beschiss? Weil Ja. wir haben ja alle dieselbe Luft. Es ist ja nicht so, dass die Luft sein. abgeschottet durch Landesgrenzen wäre oder in irgendeiner Weise darauf Rücksicht nehmen würde. Ja. Sondern im Endeffekt betrifft es trotzdem uns alle. Ja. Und es wird halt weiterhin gemacht. Und das ist so krass.
Also es war auch der eine Tag war so, dass ich da selber kaum atmen konnte. Dass es teilweise richtig gebrannt hat in der Lunge. Das ist halt echt krass. Aber da gehört halt so viel rein, also Machst dir keinen Begriff. Es ist echt übel. ja, So, und warum ist Clint heute nicht da? weil heute, glaube ich, Freitag ist. Ja. Verzeihung. Oh Mann. Nicht sein Ernst sein, ey. Ähm, Das hat mich aufgeregt, Bob. ja, du, das glaube ich. Das ist halt so ein Riesenthema, ne? Zum einen habe ich da, glaube ich, Du gesagt. hast keine Hacke? Was? Ich habe keine Hacke? Anscheinend habe ich keine Hacke. Komisch. Ich wollte zu Dimitrius. Mann. Zum einen habe ich gesagt, dass ich es, glaube ich, gut finde, wenn Brauchen halt. wir eigentlich müssen wir in irgendeiner Weise nochmal was anpflanzen, außer der uralten Saat? Nein. Also, ich glaube nicht. Prinzipiell nicht, oder? Okay. Kann ich jetzt endlich mal erzählen? Prinzipiell finde ich das ja okay, wenn Sachen. Das ist lustig. Wenn Sachen noch weiter verwendet werden, bis sie halt wirklich das Ende ihres Lebensdaseins erreichen, also bis sie halt wirklich irreparabel kaputt sind. Nö. Aber gerade bei so Autos und Umweltverschmutzung ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Jetzt hängt Clint hier einfach im Heizungskeller ab. Okay, cool. Weil halt eben... Er ist total bescheuert. Oh Mann! Sollte mir doch lieber meine Hacke geben. Oh, das Spiel lädt schon wieder. Werde ich schon wieder rausgeschmissen? Ja, wenn du mich nicht ausreden lässt, dann ja. Oh, was ist denn heute los, ey? Aber ich glaube halt bei Autos... Ich werde bestimmt schon wieder rausgeschmissen. Ja, dann sei ruhig. Bei Autos ist das, glaube ich, halt nicht so klug, weil wenn die weitergefahren werden und die Luft halt so übelst verschmutzen, dann... Also bin ich schon wieder rausgeflogen. Oh, Ich komm rein. ja, mach das. Ich komm da jetzt rein. Dann haben wir halt dieses Problem mit Luftverschmutzung. Und, ne? Also es ist halt nur so eine geografische Verlagerung dieser Verschmutzung. Das ist gut. Aber dadurch, dass es ja dann auch die Luft Das betrifft... ist doch schon mal gut. So. Da bin ich wieder. Alter, selbst in der Nachvertonung Das ist nervig, ey. labert er mir dazwischen, ist das nervig, ey. Gerade in der Luftverschmutzung, weil die Luft, ne, um die ganze Erde rum und was weiß ich nicht, ist halt, also es ist dumm, also die Leute in dem Land haben halt dann überhaupt eine Chance, an ein Auto zu kommen, sagen wir es so. Oh, Verzeihung. Aber zu welchem Preis? Ja, aber sie machen ja alles schlimmer. Ja, genau. Zu welchem Preis dann halt für alle auf dem Planeten, sag ich mal. Weil eben Luftverschmutzung ja dann doch alle betrifft. Und dann ist auch halt, wann und wie werden diese Autos irgendwann entsorgt? Das stimmt ja natürlich auch. Natürlich können die sich die nicht leisten. Aber warum... Ja. Das stimmt, das ist dein Pferd. Wo ist denn mein Pferd? Oh, Ach, das ist bestimmt bei Krobus. hat er schon wieder mein Pferd geklaut. Ja, aber dann auch die Entsorgung der Autos. Ne? Also, wenn die dann doch mal irgendwann vollkommen fertig sind, ne, die Autos, irreparabel, dann müssen die auch irgendwie ordnungsgemäß entsorgt werden. Und da ist halt die Frage, ob solche Länder das hinbekommen. Autos sollten keine Luxusgüter sein. Autos sollten einfach gar nicht da sein. ja Autos erstmal abschaffen. Ja, Aber für die es halt wirklich brauchen, autonomes Fahren. Autonomes Fahren. autonomes Fahren. Siehst du? Das war günstig. Ja, autonomes Fahren und dann halt... Ja. Günstiges autonomes Fahren. Ja, halt über Steuern quasi dann regeln. Und dann aber wirklich für jeden... Meinst du, wir werden das noch erleben in unserem Leben? Ja, doch. Ich könnte mir das schon vorstellen. Da hatte... Ja, doch, wenn man sich mal anguckt. Ja, was wir schon alles sonst so miterlebt haben, was für technologischen Aufschwung. Ja, vor allem, wenn man sich mal anguckt, wie weit es ja die Menschheit schon innerhalb unseres Lebens geschafft hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon... Deswegen autonomes Fahren quasi für alle sehr gut So, endlich. erreichbar, sag ich mal, machbar. Ja. Und dann halt irgendwie über Steuern geregelt. Ach, das würde mich freuen. Ja, das fände ich auch total geil. Ich mag auch Autos nicht mehr sehen. Nee, das stimmt. Ich möchte die auch nicht unbedingt. Also die nehmen halt echt viel Platz weg. Und die meiste Zeit stehen sie halt einfach nur rum. Autos sehen auch einfach scheiße aus in den Straßen. Ja. Die sind voll, die stehen einfach nur rum. Selbst wenn sie fahren, stehen sie rum, weil einfach nur Stau ist die ganze Zeit. Ja, und da könnte man halt mit autonomem Fahren entgegenwirken. Weil wenn die dann alle untereinander vernetzt sind, Ja. dann können quasi keine Staus mehr entstehen.
Außer es gibt jetzt natürlich einen technischen Ausfall. Dann, ne? Aber selbst dann, wenn die Autos miteinander vernetzt sind, dann wissen die das ja und so. Und es bringt halt so viele Vorteile mit sich. Und ich denke mir so, gibt es halt überhaupt irgendwelche Nachteile? Genau. Aber du merkst ja auch, dass die ganzen Städte einfach für Autos gebaut wurden. Also um die Autos drumherum. Ja, wahrscheinlich primär erstmal für Kutschen damals. Ja, denn Historie abschaffen. Historisch gewachsen, ja, durch Kutschen. Also das ist ja das Krasse, viele enge Straßen in großen Städten waren dann so auf Kutschenbreite ausgelegt. Und Autos sind mittlerweile breiter. Ja, zu langwierig. Langwierigkeiten abbauen. Sowieso einfach alles abbauen. Nee, aber deswegen, autonomes Fahren wäre schon geil. Ich bin da absolut 100% dafür. Oh, ich wäre da absolut dafür. Ja, siehst du? Und dann halt eine Steuer dafür einführen und jeder hat halt eine App, um sich dementsprechend ein Auto... Carsharing erlauben. Ja, nicht mal Carsharing. Und dann sind die Leute vielleicht nämlich auch gezwungen, irgendwie so Fahrgemeinschaften zu bilden, weißt du? Na, das stelle ich mir auch so vor. Also, angenommen, ihr habt eine App, ihr sagt, ich muss an dem Tag von da nach da fahren. Und ein anderer hat die App und sagt, ich muss von da nach da an dem Tag, bla bla bla. Und in dieser Datenbank werden halt optimale Fahrgemeinschaften sozusagen gebildet. Und dann kommen die Autos so und holen euch so ab, dass ihr diese Fahrgemeinschaft bildet. Also dass das alles optimiert wird. So mit minimalem Verbrauch. Vielleicht Patent dran melden. Ja, genau. Also direkt Patent für diese App anmelden. Aber das ist halt die perfekte Vorstellung. Niemand hat mehr ein Auto und jeder guckt bloß in seiner App, muss halt ein bisschen planen, wann er sein Auto halt braucht. Das muss halt sein. Und tippt das dann ein und dann kommt halt das nächste Auto, was eben available ist. Deswegen muss es halt für alle gut erreichbar sein. Und dann kommt das Auto halt gefahren und bringt euch irgendwo hin. So, ihr habt das Auto selber nicht. Das heißt, ihr müsst auch keine Versicherung und den ganzen Müll dafür bezahlen. Ihr müsst das Auto nicht anmelden. Ihr müsst nicht selber warten. Ihr braucht halt wirklich bloß... Es ist halt wie so ein Taxi. Nur eben ohne Taxifahrer. Also, genau. Und effizienter. Viel effizienter. Ja. Aber auch, es muss ja so sein, dass alle Autos... Genau, aber es muss ja auch sein, dass alle Autos irgendwie vernetzt sind. Ja, unbedingt. Sodass sie genau wissen, wann die wo lang fahren. Ja. Genau, dass sie auch wissen, wo die wann lang fahren und sich dadurch nicht in die Quere kommen. Genau, und dadurch würde man halt Staus dann auch vorbeugen. Also es könnten dann faktisch keine Staus mehr entstehen, würde ich behaupten. Ich überlege sogar, ich könnte mir vorstellen, dass man sogar Ampeln abschaffen könnte. Obwohl, nee, es geht nicht. Fußgänger und so, Fahrradfahrer. Ja, okay, nee, der Gedanke muss wieder weg. Aber halt der Verkehrsfluss wäre einfach viel besser, weil du bräuchtest weniger Autos. Die Autos wüssten, was die anderen Autos tun und würden dementsprechend im Straßenverkehr fahren und halt weniger Staus und Unfälle verursachen. Und ja, also keine Ahnung. Genau. Deswegen autonomes Fahren. Das machen. Ja, macht das. Los. Da ist natürlich die Frage, so was passiert, wenn ein Auto ausfällt, aber das sind Computer, die können das ja auch errechnen. Ja, da gibt's schon so Fail-Safe-Systeme, dass das Auto, wenn es feststellt, da ist ein Fehler, dann fordert es das Fahri auf, irgendwas zu machen, und wenn er das nicht macht, in einer gewissen Zeit, dann fährt das Auto, also dann geht das Auto in quasi wie so einen Notbetrieb und fährt dann halt rechts ran. Also Warnblinker rechts ran, so wie man es normalerweise ja auch tun würde, wenn man irgendeinen Defekt feststellt am Auto. Genau, es muss immer noch so eine Art, nicht analoges, aber eben so ein was passiert, wenn alles ausfällt? So ein Notaggregat quasi im Auto. Ja, Fail-Safe halt, ne? Genau. Und dann rechts ranfahren. Also es gibt die Theorien alle schon, ne? Das geht schon. Das kann man alles machen, wenn man es möchte. Ja, das ist halt... So, das muss halt gewollt sein. Das ist halt das große Hindernis, ne? Weil da stellen sich dann die Leute natürlich da quer. Und natürlich muss das auch kostenlos sein. Ja, kostenlos
es wird halt nicht drin sein. Das glaube ich Doch. nicht. Dafür ist es zu teuer. Wenn die Leute wollen, Ja, nee. genau. Aber der Staat will ja auch, Übersteuern, wie das gesagt. auf jeden Fall. Irgendwie über Steuern finanzieren. Muss ja. Das auf jeden Fall. Genau wie der normale ÖPNV, der sollte auch kostenlos sein. Ja, Alles kostenlos, alles verstaatlichen. Ba, 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 ba. genau. Dann ist es unser öffentlicher Personennahverkehr und unser autonomes Fahren. Ja, naja. Dauert bestimmt noch ein bisschen. So, da haben wir aber auch wieder gut Geld gemacht. Ja, das lässt sich schon sehen. Gut. Dann können wir jetzt die Folge beenden. Ja, naja, ich habe noch 2 weitere Ja. Folgen vor mir, die ich dann nachvertonen kann. Dann können wir jetzt die Folge auch erstmal beenden. Das war die erste Folge des neuen Jahres, die wir aufgenommen haben. Ja, und die bei mir mal wieder direkt schief ging. Yay. Genau, ich habe noch 2. Aber die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Ja, ich habe auch noch 2 Folgen. Die machen auch schon wieder sauer. Oh, ich freue mich drauf. Okay, bleibt dran. Wartet eine Woche, dann kommt hier die nächste Folge. Ja. Oder schaut in der Zeit alle Folgen nochmal. Oh, Hier ist die Playlist. ja, mach das. So, habt ihr was zu tun. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Okay, an der Stelle habe ich wahrscheinlich dann Tschüss gesagt. Deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle dann mal Tschüss.